Meinst du nicht, du solltest auf einen etwas günstigeren Zeitpunkt warten? Immerhin ist die Familie noch in Trauer. Ja, genau, deswegen mache ich das doch. Tada, fertig. Sie sitzen hier gerade in einem streng geheimen Prototypen für die Herbstkollektion. Ich wollte wirklich nur helfen. Ja. Sie wollen einen richtigen Fotografen vorbeischicken? Wie großartig ist das denn? Sie wollten einen Job? Sie haben ihn. Verstehen Sie denn nicht? Sie hätten mir fast die Überraschung versaut. Kommen Sie, wir machen die Fotos oben in der Suite. Alle mal kurz hergehört, bitte. Das ist Martha Wolf, eine neue Näherin von uns. Was ist denn hier los? Hagens kleine Mätresse versucht aus unserer Trauer Kapital zu schlagen. Nein, so war das gar nicht. Ihr wollt uns rausschmeißen? Wieso tut ihr uns das an? Weil du uns in unser Haus die Presse geholt hast, ohne dich mit uns abzusprechen. Jessica, wir trauern. Und du willst daraus Profit schlagen? Aber ich dachte doch gerade wegen dem Tod und dem Ganzen, dass ich wollte, dass was Schönes in der Zeitung steht über uns. Elisabeth, bitte, du musst mir glauben, das Foto, da ging es nicht um mich. Wir sind doch jetzt eine Familie. Nein, Jessica, das sind wir nicht. In dieser Familie weiß jeder, dass uns Privatsphäre heilig ist. Ja, du bist zwar die Mutter von Hagens unehelichem Sohn, aber damit bist du eindeutig zu weit gegangen. Wir packen. Ach, und übrigens, wir sind kein Hotel. Der Bademantel bleibt hier. Hast du gesehen, wie die Blondinos angeschmachtet haben? Ich sag dir, ab jetzt gehört Basketball wieder zum Standard. Ja, und ich bin auf jeden Fall dabei, Alter. Also ich will nicht rumheulen, aber ich bin echt froh, dass du hier bleibst. Ich meine, hätte alles anders laufen können, du hättest jetzt Pilot werden können. Ja, Sanchez, jetzt machen Sie sich mal keinen Knoten ins Hemd. Entweder ich werde Cargo-Pilot in Paris oder ich bleib hier bei Leo. Und ich weiß, was wichtiger ist. Sag mal, willst du mir gerade sagen, dass du nur wegen Leo hier bleibst? Und weil ich von diesem rattenscharfen Dinnerclub gehört habe. Apropos Dinnerclub. Nächste Woche ist es wieder soweit und ich sag dir, wir ziehen das schön gemeinsam in guter alter Manier durch. So schön Mallorca-Style, ne? Ja, war das eine Zeit. Die ganzen Touristen. Sollen wir schwimmen? Schwimmen. Mhm. Kim, das gibt's nicht. Die Frau hat ein Radar eingebaut, der immer anspricht, wenn ich an eine andere Frau denke. Nee, sag nichts über meine Pilotenausbildung. Wenn Leo davon erfährt, die macht sich nur den Kopf, okay? Kim, meine wunderschöne, bezaubernde Ehefrau. Nein, so ein Quatsch. Ich flirte nicht mit einer anderen Frau. Ich freue mich nur, dass du anrufst. Ja, ich weiß, dass heute deine letzte Abi-Prüfung war. Timo hatte heute auch seine letzte. Deswegen feiern wir das gerade bei einer Runde Basketball. Bitte was? Jetzt. Okay, und wo? Okay, ich bin schon auf dem Weg, Baby. Aber bis gleich. Aber es war wirklich dumm, sich eigenständig an die Presse zu wenden. Nein, was nicht? Ich wollte, dass es was Schönes in ihrem Leben gibt. Das war nett. Sogar sehr nett, am nettesten. Hör zu, ich weiß, du wolltest nur helfen. Aber wenn du ganz ehrlich bist, war das doch nicht der einzige Grund. Du wolltest dir selbst beweisen, dass du ein Mitglied der Familie Lahnstein bist. Ich hab doch keine andere. Mein eigener Vater will Maxi noch nicht mal kennenlernen. Dem sind wir völlig egal. Allen egal. Nö, mir sei dir nicht egal. Und jetzt entschuldige bitte, ich muss die Post verteilen. Gräfin Lahnstein, kann ich Ihnen etwas bringen? Nein, Justus, ich brauche in einer halben Stunde den Wagen. Ich habe einen Termin mit dem Bestatter. Wir müssen die Beerdigung planen.
in Ordnung? Dieses Einschreiben ist soeben eingetroffen vom Amtsgericht. Jetzt ist es also offiziell. Ludwig ist nicht länger auf See verschollen, sondern tot. Kevin Lahnstein, ich Ist weiß schon gar gut, nicht. Schon gut, Justus, schon gut. Es ist gut, dass Ludwig für tot erklärt wurde. Jetzt können wir endlich Abschied nehmen. Ich verständige den Fahrer. Call me on your way back home, dear. Because I miss you. Honey, I oh, did I treat you like I did? Honey, I was just a kid, bubblegum on my shoe. But you love me, and I loved you. Schatz, du siehst fantastisch aus. Danke. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Ein kleines Dankeschön. Für jeden Tag, den ich mit dir verbringen durfte. 'Cause I miss you. Yeah, and I just wanna die without you. Da hat ja nicht mal eine Abi-Abschlussfeier. Wo bleibst du denn? Oh, ich habe mir da was eingeklemmt. Kann ich dir helfen? Es gibt Dinge im Leben eines Mannes, da muss er sich alleine kümmern um seinen Johannes. Kim, wie bist du ja? Ich hab dich schon gesucht. Gerade eben hat der französische Musikproduzent angerufen. Leo, der will sofort ein Album mit mir aufnehmen. Okay, aber das ist gerade ein schlechter Zeitpunkt. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber der hat sogar schon eine Band für mich und Auftritte in Paris, Marseille, Nizza. Wow! Ja, wow. Weißt du, wie schwer es ist, sowas abzusagen? Ja, aber dann mach's doch einfach. Timo ist gerade erst zurückgekommen, meinetwegen. Ja, ich weiß, es könnte mal schweben. Sag's ihm doch einfach. Wie denn? Timo ist schön, dass er aus Paris zurückgekommen ist, aber jetzt gehe ich nach Paris. Der dreht doch durch. Nein, ich bleibe in Düsseldorf. Und du versprichst mir, niemandem was zu sagen. Timo nicht und auch sonst wem nicht. Okay. Bis später. Was ist? Immer noch was eingeklemmt? Sie hat ein Traumangebot in Paris bekommen. In Paris? Emil, du musst mir versprechen, dich zu halten. Timo darf davon nichts erfahren, okay? Du bist ja immer noch da. Ihr habt mich alle missverstanden. Ich wollte wirklich nur helfen. Na sicher. Du bist einfach eine echte Mutter Teresa. Ja, ich habe das wirklich nur gut gemeint. Hört zu, ich will, dass es meinem Sohn gut geht. Und deshalb könnt ihr mich nicht einfach vom Schloss schmeißen. Du würdest doch auch alles tun, damit es deinen Kindern gut geht. Na sicher. Aber weißt du, da gibt's einen feinen Unterschied. Ja, wie soll ich sagen? Ich stelle mich einfach nicht so dämlich an dabei. Aber mach dir nichts draus.
Ganz offensichtlich hast du ja noch andere Qualitäten. Ja. Und die könnte ich natürlich auch nutzen, wenn ich im Haus wäre. Vielleicht überlegst du es dir ja doch noch mal anders und legst ein gutes Wort für mich bei Elisabeth ein. Wegen der alten Zeiten. Was für ein verführerischer Gedanke. Weißt du, das Einzige, was mich im Moment davon abhält, ist mein Geruchssinn. Sabberfleck? Ich glaube, ich verzichte dann lieber. Weißt du, ich bevorzuge Frauen, die nicht vor Schöpfung unter mir einschlafen und nach sauer gewordener Milch riechen. Tja, wer hoch fliegt, kann tief fallen, nicht wahr? Was sind das für Fotos, von denen Rebecca da redet? Hallo! Hey! Sorry, dass wir so spät sind. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Deine letzte Abi-Prüfung. Oh, ich bin so stolz auf dich. Sag mal, wo wart ihr denn so lange? Vielleicht auch mal was sagen? Meine Mutter fragt, wo wir so lange waren. Du, wir waren im No Limits auf dem Klo und da habe ich mir was eingeklemmt. Das doch nicht. Naja, wie auch immer. Ich will das gar nicht so genau wissen. Also, das hier ist vom Papa und mir zum Abi und für deinen ersten Arbeitstag als Designassistent. Okay. Gefällt's dir? Wow! Oh, steht dir bestimmt super. Dankeschön. Emilio, wie wär's, wenn wir heute Abend mit Timo und Leonie Abi feiern, ha? Ah, du, ich weiß nicht. Und du kochst? Du musst sowieso noch ein paar Rezepte für den Dinnerclub ausprobieren. Ich glaube nicht, dass deine Eltern extra für uns die Küche heute Abend räumen, oder? Ja, das tut mir echt leid, aber wir haben ausgerechnet heute Abend Mitstreiter aus dem Schwangerschaftskurs eingeladen. Ich muss echt los. Mach's gut. Ciao, Mama. Bye, bye. Du, ich ruf einfach mal schnell Leonie an. Sag mal, können wir nicht einmal einen Abend gemeinsam und ganz ruhig verbringen? Was bist denn so ein Stinkstiefel? Ja, wir sind nie allein und ich habe gerade einfach keine Lust auf die beiden. Ist es wegen Leonies Angebot in Paris? Ja. Timo hat auch ein Angebot in Paris bekommen und somit können die beiden quasi zusammen auswandern. Bist du sicher, dass du keine Hilfe bei den Vorbereitungen für die Beerdigung willst? Ich habe zwar Termine, aber ich kann die absagen. Danke, Sebastian. Nett, aber ich komme schon zurecht. Das ist Helena. Hallo, Helena. Und wie geht's dir? Na, uns geht's auch viel besser. Kommt Bella eigentlich auch zur Beerdigung? Ja, kannst du dir ja selber vorstellen. Sie weiß nichts davon, sie ist auf Montage. Tut mir leid. Soll ich sie mal anrufen? Nein. Wie immer jemand. Was machst du denn noch? Es geht irgendwie alles jetzt so schnell. Ja, das geht mir genauso. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein, nein. Lass nur. Ich kümmere mich um alles. Okay. Dann gehe ich jetzt auch mal. Marlene wollte noch vorbei. Ja, natürlich. Der Chauffeur wartet bereits, Gräfin. Danke, Justus. Sie sollten vielleicht nicht alleine fahren. Ach, wissen Sie, ich möchte das Organisatorische von den Kindern fernhalten. Sie müssen den Tod Ihres Vaters verwinden. Natürlich, nur haben auch Sie einen großen Verlust erlitten. Justus. Würden Sie mich begleiten? Natürlich, Gräfin. Jessica, die schreiben nicht das, was du willst. Sondern darüber, dass mein Mann mich mit dir betrogen hat und ihr beide jetzt hier auf dem Schloss wohnt. Mann, damit verkaufen die mehr Zeitschriften als mit Maxis Cola-Augen. Aber das war... Ich will die Fotos sehen. Der Fotograf hat keine gemacht. Rebecca hat von irgendwelchen Fotos gesprochen, also zeig sie her. Okay.
Aber das sind nur Schnappschüsse, ja. Du siehst aus wie eine Witwe. Was? Du lässt dich fotografieren, so als wärst du Hagens Witwe mit seinem Sohn? Hätte ich denn bunte Sachen tragen sollen, wenn der Vater von meinem Sohn verschollen ist? Hagen ist mein Mann. Und er ist seit Wochen verschwunden. Und seitdem ist da dieses Loch. Und du spielst der Grandezza die Witwe? Dana. Du bist so pressegeil. Du denkst wirklich nur an dich selbst, oder? Dana. Hagen ist nicht tot. Sie haben die Yacht gefunden, aber sie haben keine Leichen gefunden. Er ist Dana, nicht ich tot. habe einen Fehler gemacht. Es tut mir so leid. Ich wollte wirklich helfen. Aber ich habe überhaupt nicht gesehen, dass... Jessica von Stiel? Schloss Königsbrunn? Ich dachte wirklich, du hättest dich geändert. Herrgott, wie lange dauert das denn noch? Die Dame am Empfang sagte, der Bestatter sei gleich da, aber ich werde mal sehen, ob ich den Herrn finde. Alles in Ordnung? Ja, ja. Tun Sie das. Danke, Justus. Okay, jetzt noch mal ganz langsam. Ich weiß, dass Leonie nach Paris gehen könnte. Ja, das weiß ich auch, darf es aber nicht wissen, weil Timo sonst austickt. Und du weißt, dass Timo ein Angebot als Pilot in Paris hätte. Was du aber nicht wissen sollst. Lass es den beiden sagen, oder? Nein, müssen wir gar nicht, weil eigentlich wissen wir ja gar nichts davon. Ich hab's Timo versprochen und du Leonie, also halten wir uns da raus. Das gilt nicht. Wir sind die Einzigen, die wissen, dass die beiden nach Paris gehen und glücklich werden könnten. Eben nicht. Überleg mal, wie Leonie damals ausgerastet ist, als Timo seinen Pilotenschein in Australien machen wollte. Australien ist ja wohl was ganz anderes als Paris. Ja, jetzt muss sie noch Angst haben, dass er sie mit irgendeiner Französin betrügt. Und in Paris gibt's eine Menge Französinnen. Was redest du für einen Müll? Ich rede Müll? Nur weil du jetzt dein Abi in der Tasche hast, denkst du, du bist Mrs. Superschlau, oder wie? Was soll denn das? So war das überhaupt nicht gemeint. Ja, genau, ich bin ja nur der kleine dumme Depp vom Catering, während du den fetten Job abgegriffen hast. Timo muss es wissen. Die Fliegerei ist sein Traum. Überleg doch mal. In Deutschland, ja, da kann er das knicken wegen seiner Vorstrafe. Aber in Frankreich nicht. Das kannst du ihm nicht kaputt machen. Ich mache ihm gar nichts kaputt. Weißt du noch, was du zu mir gesagt hast, wie ihr euch auf Malle kennengelernt habt? Du meintest, das Erste, wovon er gesprochen hatte, war, dass er fliegen will und sonst nichts. Komm schon, Timo ist dein bester Freund. Wenn du es ihm nicht sagst, dann sag ich es ihm. Timo und Leonie haben eine Entscheidung getroffen. Und wir halten uns daraus, verstanden? Nur noch das Milchpulver. Scheiße. Entschuldige, mein Kleiner. Warum muss die Mama auch immer alles falsch machen? Ich habe wirklich gedacht, dass ich den Lahnstein von Mama 2 damit eine Freude mache. Vielleicht sollte ich das Denken besser lassen. Ich habe gedacht, wenn
die Welt sieht, wie wunderschön und großartig du bist, dass dann alle ein bisschen weniger traurig sind. Besonders Dana. Simon, wo steckst denn du? Ich bin hier in der Dusche noch. Ich bin noch nackig. Soll ich rauskommen? Nein. Sicher? Ja. Ja. Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Was hast du vorhin gemeint mit Timo ist nicht dein bester Freund? Mensch, Timo ist mein Bruder. Ich habe ihn damals kennengelernt, da bin ich gerade aus Venezuela angekommen. Und ja, wir haben uns bei einer Strandparty getroffen. Er ist sozusagen durch mein Bett marschiert. Ich habe damals da gewohnt, am Strand. Ich dachte, du hast in diesem Centro auf Malle gewohnt, da wo du auch gearbeitet hast. Naja, erst nachdem Timo und Ricardo das für mich klar gemacht haben. Weißt du, Timo und Ricardo, das ist meine Familie. Hast du Angst, dass du Timo verlierst, wenn er weg ist? Ich weiß doch, wie das läuft. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Stimmt doch gar Na nicht. klar, wie oft habe ich meine Familie gesehen, seitdem ich aus Venezuela weg bin? Ein verdammtes Mal bei unserer Hochzeit. Ja, aber... Nichts aber. Wenn er da so eine Ausbildung macht, wird er da unten arbeiten, er wird da unten leben und wir werden uns so gut wie nie sehen. Und ich weiß einfach nicht, ob ich das kräftemäßig hinkriege. Mensch, was soll ich denn machen ohne ihn? So, ihr Süßen. Fertig. Kann ich euch irgendwie behilflich sein beim Schnippeln oder irgendwas? Kim, hast du Leonie schon Bescheid gesagt, dass wir jetzt hier sind? Na hoppla, was ist denn hier los? Es riecht ja ein bisschen nach Stress, Herr Sanchez. Nö. Ne? Nee. Na dann. Let's get ready to Rumble. rumble. Der Bestatter bedauert, dass er aufgehalten wurde. Nur noch eine Minute. Ist das nicht seltsam? Wir beerdigen einen leeren Sarg. Das sieht man doch, oder? Wissen Sie, Gräfin, ich habe mal gelesen, dass man in solchen Fällen den Sarg mit Steinen beschwert. Wir beerdigen Steine? Ja. Damit man nicht merkt, dass der Sarg leer ist, wenn die Träger... Nein, das ist falsch. Wir können doch keine Steine beerdigen. Und überhaupt, was ist denn das für eine Beerdigung? Ludwig ja und Hagen nein? Obwohl beide... Alles gut, alles gut. Dann möchten Sie sich also über die Wünsche von Frau Wolf hinwegsetzen, ja? Ich kann Dana ja verstehen. Als Johannes damals verschollen ist, da konnte ich auch nicht loslassen. Ich wäre daran beinahe zerbrochen. Aber jetzt, ich spüre ganz deutlich, dass Ludwig nicht zurückkommen wird. Und das hier, das... Nein, das will ich nicht. Ich möchte in Würde Abschied nehmen können. Von Ludwig und Hagen. Dazu brauche ich keine Beerdigung in großem Kreis. Die nicht einmal eine richtige Beerdigung ist. Nein. If you could envision the meaning of a tragedy, ooh, you might be surprised to hear it's you and me. Vielen Dank nochmal, Justus. Dana. Dana, das ist gut, dass du da bist. Ich muss mit dir reden, bitte. Ja, ich auch mit dir. Dana, ich weiß, dass du noch nicht bereit dazu bist, aber ich muss Ludwig gehen lassen. Elisabeth. Ich brauche diesen Abschied. Und Ludwigs Kinder, Hagens Geschwister, brauchen diesen Abschied auch. Und deshalb werde ich morgen eine Trauerfeier ausrichten. Nur die Familie. Damit wir anfangen können, uns mit unserem Verlust auszusöhnen.
Es ist deine eigene Sache, wenn du die beiden aufgeben willst. Aber ich weiß, dass Hagen zu mir zurückkommt. Du gehst. Ist ja nicht so, als hätte ich eine andere Wahl. Es tut mir leid, wie das alles gekommen ist. Aber du musst das verstehen. Die Herrschaften. Den Herrschaften wäre es auch egal, wenn ich in einem Pappkarton unter einer Brücke hause. Du hast immer noch dein Zimmer in der WG. Ich habe so sehr gehofft, dass du auch dabei sein willst. Ich musste auch noch mit dir reden. Ja. Es geht um Jessica. Ich weiß, sie hat Mist gebaut, aber sie hat es nur gut gemeint. Und das glaubst du ihr? Zugegeben, Jessica hat ziemlich seltsame Methoden. Sie denkt nicht wirklich nach und sie merkt nicht, wenn eine Sache nach hinten losgeht. Aber sie wollte uns nur helfen. Das ist eine sehr seltsame Art zu helfen. Sie hat das nicht für sich getan, sondern für uns. Und vor allen Dingen für mich. Du glaubst mir? Ja. Ein bisschen. So. Guck mal einer an. Ist es rein genug? Geht doch. So, und jetzt? So, jetzt wollen wir ans Kochen. Yeah, hey yo, I'm feeling like Ray Charles. I got my shades on, I don't know where they are. You couldn't find me even if you had a radar. And I spit rapidly, AKA I make the music with the soul of the blind man. They be amazed how I get them ladies and climb in. And they try to do it, but they're blind to the fact that they're just stuck in the trap, but staying right where they at. But I'm Ray Charles, Miss A calls. Talking to my dime and my Miss A calls. And I spit tough, betcha I'm a last great ball. I'm going 8, y'all, I'm the new Ray Charles. I don't need no walking stick, my shit costs the grip. I get out the mouthwash if you talking shit. And I can hear the evil, but I won't see it. And if the blood go out, you better read it. Was ist denn hier los? Bist du am Heulen? Quatsch. Wasabi zu scharf oder was? Ja, das war's, der Wasabi. Das war das Ekelhafteste, was ich je gemacht habe. Ja. Und wirklich scharf. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Gräfin Lahnstein. Frau Bosse ist soeben erschienen, um die Kondolenzwünsche von der Belegschaft zu überbringen. Ja. Einen Moment, bitte. Bitten Sie sie herein. Frau Bosse, bitte. Frau Bosse, das ist aber sehr nett, dass Sie vorbeikommen. Mein herzliches Beileid, Gräfin Lahnstein. Das ist von den Angestellten der Lahnstein Enterprises. Es tut uns allen so leid, dass Ihr Mann und sein Sohn... Ich sage Danke im Namen der gesamten Familie. Dankeschön. Wir alle trauern um Hagen und Ludwig. Besonders die Kinder leiden unter dem Verlust. Nie im Leben hat Ludwig dich in seinem Testament als Nachfolger benannt. Dafür kommt nur mein Mann in Frage. Ja, Frau Bosse, richten Sie bitte doch auch der Belegschaft meinen Dank aus. Und nochmal vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Danke. Auf Wiedersehen. 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 Bitte hier. Gewöhnlich besser dran. Bleib dein Chef. Du bist tot. Ist eine Probezeit hinfällig. Ja, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sobald das Testament eröffnet wurde, wird es so. Hört auf sofort. Und? Schlechtes Gewissen? Fängst du schon wieder damit an? Du gehst mir langsam auf die Eier. Welche Eier? Sagt mal, Freunde, ist bei euch wirklich alles Paletti? Ja, ist alles bestens. Du bist irgendwie immer so komisch jetzt in letzter Zeit.
Alles wunderbar. Ich habe jedenfalls ganz großen Hunger und es riecht perfekt. Ja. Aber vorher hat Emilio euch noch was zu sagen. Guck mal einer an, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, ausnahmsweise hat meine Frau mal recht. Ich habe immer recht. Also ihr wisst ja, ich hasse alle Leute mit Abitur, aber weil ihr es seid, stoße ich gerne mit euch an. Prost. Also Emil, das war die beschissenste Rede, die ich jemals gehört habe. Aber ich glaube, wir wissen, was du meinst. Prost. Ludwig wurde erst vor ein paar Stunden für tot erklärt. Und ihr? Habt ihr überhaupt keinen Anstand? Elisabeth. Wir haben Ludwig und Hagen verloren. Sie waren da draußen in diesem Sturm, ganz alleine. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie schrecklich das gewesen sein muss? Ihre Todesangst? Sie haben verdient, dass wir ihrer in Würde gedenken. Und dass wir um sie weinen, weil wir sie geliebt haben und weil sie nie wieder zurückkommen werden. Elisabeth. Halten Sie die Klappe. Ich habe einige Entscheidungen getroffen. Ich wollte eigentlich heute Abend in Ruhe mit euch darüber reden, aber gut. Erstens, Jessica Stehl wird auf Königsbrunn wohnen bleiben. Und zweitens, es wird keine Beerdigung geben, sondern eine symbolische Trauerfeier. Morgen im engsten Familienkreis. Und damit eins klar ist, Tanja. Ich habe Ludwig nicht für tot erklären lassen, damit das Testament so schnell wie möglich eröffnet werden kann. Aber da wir offensichtlich die Trauerfeier nur angemessen und ohne Streit begehen können, wenn das hinter uns liegt, werde ich für heute Abend den Notar aufs Schloss bestellen, damit das Testament verlesen werden kann. Tut mir leid. Die Diskussion gerade, entschuldige bitte, das war pietätlos. Ja, das war's. Ich weiß, ich habe den beiden vieles vorgeworfen. Hagen, dass er verantwortungslos ist und meinem Vater, dass er mir nie vertraut hat. Aber ich habe die beiden geliebt. Und ich würde alles dafür geben, wenn sie nur... Als Ludwig und Hagen auf See verschollen waren, da habe ich ständig das Gesicht deines Vaters gesehen. Und zwar so real, als wäre es wirklich da. Aber jetzt... Sebastian, jetzt gibt es Momente, da weiß ich plötzlich gar nicht mehr, wie er aussieht. Ich brauche diesen Abschied. Wir alle brauchen ihn. Das dachte ich jedenfalls. Die Trauerfeier wird uns allen helfen. Es muss ja irgendwie weitergehen. Mein Gott, was sind wir für eine Familie, die nicht mal zusammenhält, wenn so etwas Schreckliches passiert. Elisabeth, das werden wir. Wir werden uns gebührend von den beiden verabschieden, das verspreche ich dir. Danke. Dana, ich habe das nicht nur für dich und die Lahnsteins gemacht. Ich habe meinen Vater ewig oft angerufen, weil ich ihn fragen wollte, wann er endlich Maxi kennenlernt. Und er ist immer noch sauer, weil ich ihm damals gesagt habe, was ich von ihm halte. Und ich wollte zu eurer Familie gehören. Weil ich meiner Familie ja irgendwie egal bin. Hey, komm mal her. Komm. Guck mal. Wir sind jetzt eine Familie. Max, du, ich und Hagen. Und Hagen kommt ganz bestimmt zurück. Sonst trete ich ihm eigenhändig in seinen Arsch. Abgemacht.
Graf Lahnstein hat mich gebeten, vor der Testamentseröffnung diesen Brief vorzulesen. Meine Lieben, wenn ihr das hier hört, bin ich nicht mehr bei euch. Ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr ich euch alle geliebt habe. Hagen, mein Erstgeborener, ich denke, ich überspringe diesen Absatz. Nein, nein, nein. Bitte lesen Sie alles. Hagen, ich bin sehr glücklich, dass du den Weg zurück zu deiner Familie gefunden hast. Und dass wir noch so viel wertvolle Zeit miteinander verbracht haben. Sebastian, wir waren nicht immer einer Meinung. Aber ich bin glücklich, einen so integren Sohn zu haben, der seinem Gewissen folgt. Auch wenn es seinem alten Herrn mal nicht gefällt. Meine liebe Rebecca, du bist so schnell erwachsen geworden und so erfolgreich. Ich bin sehr stolz auf dich. Tristan, du gehst deinen eigenen Weg. Damit war ich nicht immer einverstanden, aber ich respektiere es. Viel Glück, mein Sohn. Meine geliebte Elisabeth. Als ich nach Deutschland zurückkam, hast du meinem Leben einen neuen Sinn gegeben. Es tut mir so leid, dass ich jetzt nicht mehr bei dir sein kann. Auch wenn das kein Trost ist, vermache ich dir unser Sommeranwesen auf Mallorca. Die Zeit, die wir dort verbracht haben, zählt zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens. Und versprich mir, dass du wieder glücklich wirst. Wenn ich weiß, dass du irgendwann mal wieder lachen kannst, fällt es mir leichter zu gehen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Testament. Kann ich noch was von deinem Süßkartoffelpüree Na, Moment haben? mal, das ist die leckerste Süßkartoffel, die ich jemals hatte. Emilio, das ist der absolute Hammer. Du wirst bestimmt mal ein Sternekoch. Versprich ich dir. Und, weißt du schon, was du jetzt machen möchtest? Wird sich bestimmt irgendwas finden. Auf jeden Fall. Hauptsache, der Job bezahlt die Miete. Ja, ist ja wie bei mir mit dem Catering unten, aber nervt halt. Also gerade, weil die Hungerhaken nichts essen. Och, na, guck mal einer an. Willst du jetzt ein bisschen Mitleid von mir haben? Nur weil jeden Tag vor deiner Nase richtig rattenscharfe Mädels rumhüpfen? Also, guter Versuch. Hey, Mann, ich rede hier von uns, du und ich. Wir haben so viel Potenzial, wir sind für Größeres berufen und deswegen... Weißt du was, eigentlich, darum sollte ich bei dir einsteigen, Emilio. Ha? Was hältst du denn davon? Das ist die beste Idee, die du je hattest. Ich, Ludwig von Lahnstein, schreibe meinen letzten Willen im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Die gemeinsamen Konten gehen an Elisabeth von Lahnstein. Die Lebensversicherung fließt in das Familienvermögen und damit in die Firma. Die Firma zahlt allen geborenen und rechtlich anerkannten Lahnsteins ab dem 21. Lebensjahr eine monatliche Apanage von 10.000 €. Sollte das Unternehmen am Ende eines Jahres seinen Gewinn steigern, erhalten alle Lahnsteins, die in der Firma arbeiten, einen Bonus. Na schön, das sind jetzt die Peanuts. Kommen wir doch mal zum Wesentlichen. Wer leitet die Firma? Ich bin mir sicher, er hat sich für eine Rückkehr zum Gremium entschieden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das wäre großartig. Graf Lahnstein hat sich für die alleinige Geschäftsführung entschieden. Der Geschäftsführer bleibt für 2 Jahre im Amt und vertritt Lahnstein Enterprises mit allen Rechten und Pflichten. Und was passiert nach den 2 Jahren? Der Geschäftsführer wird alle 2 Jahre neu gewählt und kann außerhalb dieser Frist nur wegen illegaler Aktivitäten oder Unzurechnungsfähigkeit abgesetzt werden. Außerdem können nur geborene und rechtlich anerkannte Lahnsteins sich zum Geschäftsführer wählen lassen und an dessen Wahl teilnehmen. Wie bitte? Angeheiratete oder nicht anerkannte Lahnsteins sind von allen geschäftlichen Entscheidungen ausgeschlossen. Sie erhalten keine Apanage, haben kein lebenslanges Wohnrecht auf Schloss Königsbrunn. Einzige Ausnahme ist Gräfin Elisabeth von Lahnstein. Schön. Können wir jetzt mal erfahren, wen der liebe Ludwig als Geschäftsführer auserkoren hat? Zum alleinigen Geschäftsführer für die Dauer von 2 Jahren ernenne ich
Ansgar von Lahnstein. Wer hätte das gedacht, dass der olle Ludwig noch so eine weise Entscheidung trifft? Ihr offensichtlich nicht. Halt einfach die Fresse, Ansgar. Vielleicht steckt er mich mit seinem Gastrofieber ja an, wer weiß. Emi, und irgendwann, vielleicht haben wir dann so viel Geld, dass wir uns diese Fabriketage kaufen und dann bauen wir dir so eine richtig geile Edelstahlküche rein. Und dann können die ganzen Leute, die können dir zugucken, während du kochst. Kann natürlich auch sein, dass du dann so Unterricht gibst. Oder du wirst ein Fernsehkoch. Hallo? Das gibt's doch nicht, sag mal. Ist jemand zu Hause? Hast du mir überhaupt richtig zugehört? Ja, nein, also... Also, ich meine, wenn du damit ein Problem hast, mit mir zusammenzuarbeiten, das musst du mir einfach nur sagen. Ich fände das ziemlich lässig. Das wäre ein ganz schönes Träumchen, wir beide. Nein. Nein. Nein, verdammt nochmal, es ist nicht dein Träumchen, es ist mein Träumchen. Dein Träumchen ist es zu fliegen und das, seit ich dich kenne. Mann, Emilio, jetzt quatsch doch mal nicht so eine Sülze. Dieses Thema ist schon längst abgehakt. Ich bin jetzt hier bei euch mit Leo. Leo hat auch ein Angebot in Frankreich. Sie kann da ihr Album aufnehmen, eine Tournee starten und komplett durchstarten. Mensch, packt eure Sachen und geht gemeinsam nach Paris. Macht das, was ihr tun wollt. Okay? Das war's? Mehr steht da nicht drin? Es war mir wie immer ein Fest. Geht jemand mit mir feiern? Tanja, freust du dich wenigstens ein bisschen? Ich habe die einzige Firma, die Gewinn macht. Und ausgerechnet, ich soll von allen Entscheidungen ausgeschlossen werden? Ja, und nicht nur das. Geh schon mal packen. Das kann nicht sein. Du hast die Firma doch erst in die Krise gerissen. Wir werden dieses Testament anfechten. Ja, meinetwegen. Viel Spaß dabei. Ich bin mir sicher, es ist alles so aufgesetzt, dass Sie nichts machen können. Es sei denn, es ist ungültig, weil es gefälscht ist. Na klar. Ich fälsche ein Testament und baue mir selbst nur eine 2-Jahresfrist ein? Was, wenn du wolltest, dass es nicht so auffällt? Das ist doch lächerlich. Euer Vater wusste eben, wem er die Geschäftsführung anvertraut. Ebenso gut kannst du Nero eine Fackel in die Hand drücken und ihm einen schönen Abend in Rom wünschen. Ich bin mir sicher, Ludwig hat alles gut durchdacht. Wie bitte? Ich sag dir mal was, Elisabeth. Sein Gehirn war vom Krebs zerfressen, als er diesen Witz von Testament gemacht hat. So reden Sie nicht über meinen Mann.